Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Aber bevor das Video hier losgeht, nochmal eine ganz kleine Sache. Ich wurde ganz nett und höflich gebeten, ob ich nicht ein bisschen unbezahlte Werbung machen könnte. Und zwar für den Shakes and Fidget Discord. Ja, für die Leute von euch, die Discord besitzen, für die könnte das eventuell was sein. Denn es wurde nämlich, ja nicht offiziell von Shakes and Fidget, sondern von Leuten aus der Community, wurde ein Discord gegründet für Shakes and Fidget. Der heißt halt SF's Tavern und der ist halt international. Das ist halt sehr, sehr nice. Ihr kennt ja vielleicht meinen Discord hier, aber der ist ja halt nur regional für unsere kleine Community. Das Ding ist hier richtig für die ganze Welt von Shakes and Fidget quasi und hat hier halt verschiedene Regionen hier oder englischsprachige Channels hier in Englisch, Deutsch, Tschechisch und Polnisch. Und dann gibt es hier noch ganz viele verschiedene andere Rubriken, so für YouTuber. Falls ihr Shakes and Fidget YouTuber sein sollte, könnt ihr hier auch was reinposten. Ist auch sehr, sehr nice und es kommen hier immer sehr schnell sehr viele neue Informationen raus. Meistens sogar schneller als im Forum oder von den Entwicklern selbst. Es wird hier auch immer sehr viel gemutmaßt. Es wird sich untereinander ausgetauscht. Es werden aber auch geile Ideen entwickelt, so für irgendwelche Statistiken und nützliche Tools auf jeden Fall, die man auch gebrauchen kann. Und falls ihr da auch auf jeden Fall rein wollt, um dann immer auf den aktuellsten Stand zu sein, was auch so Shakes and Fidget belangt. Und auch mal, was ich halt wirklich persönlich ganz nice finde, das ist auch übrigens der Grund, warum ich unter jedem Video jetzt immer die Untertitel anhabe, auch wenn die Untertitel nicht immer sehr genau sind, also die Untertitel von YouTube sind halt schlecht, so, und da wird halt oftmals falsch übersetzt und es tut mir auch sehr leid für die Leute, die das jetzt gerade auf anderen Sprachen hören oder in Englisch hören. Es ist manchmal sehr lustig, habe ich mir selbst durchgelesen, aber selbst alles da umzuschreiben ist eine Menge Arbeit, deswegen lasse ich das einfach so, wie es ist und ich hoffe, man kann mich trotzdem einigermaßen irgendwie verstehen, auch wenn das manchmal sehr komisch ist. Und das ist halt das Geile daran, ich finde es halt mega wichtig, dass halt Leute aus der Community nicht nur in ihrer Community zusammenspielen, also jetzt Deutsche mit Deutschen, die Englischsprachigen mit Englischsprachigen, die Polen mit den Polen, Tschechen mit Tschechen und so weiter und so fort. Hier können sich halt alle kurzschließen so und das ist halt sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass so die Communities so ein bisschen zusammengebracht werden. So, das finde ich, ist ein sehr, sehr geiler Punkt auf jeden Fall und sollte auch unterstützt werden. So, falls ihr da dran teilhaben wollt und auf den Discord vorbeischauen wollt, dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung gucken, da ist der Link auf jeden Fall, da kommt ihr da hin. Gut, so viel dazu, wir kommen zum Video. Wir haben heute nämlich wir haben gestern, besser gesagt, einen Raid gemacht. Wir machen immer einmal pro Woche. Machen wir einen Raid. Alter, ich treffe das OK-Zeichen nicht hier. Und von der Gilde aus. Und gucken immer so, wie weit wir jetzt so in dem Raid gekommen sind. Und meistens kommen wir immer nicht so richtig voran, so, ne? Und deswegen, es wurde sich mal gewünscht, dass ich mal so einen Gilden-Raid auf unserer Stufe so zeige, weil wir sind ja von der Gilde her schon relativ weit vorne und vom Leveldurchschnitt her halt auch schon relativ gut dabei, sind halt leider nicht mehr auf unserem höchsten hoch, weil wir halt auch ein paar Mitglieder verloren haben in der Zwischenzeit. Durchschnittslevel 436 so. Denke ich mal, gibt es deutlich bessere als uns, ist klar, das ist natürlich, ja. Aber auf unserem Server sind wir halt jetzt gerade mal auf Platz 1 zurzeit. Ja, und deswegen hatte ich mir jetzt mal einen Raid gespeichert gehabt, den hatten wir verloren, ja, Niederlage. Ihr habt es euch jetzt schon, oder ich habe euch jetzt selbst gespoilert, so, im Gemüsegarten. Das ist der Raid und ich weiß nicht, ob das mittlerweile gefixt worden ist, so. Wenn man jetzt hier schneller durchskippt, dass dann die Gegner auch hinterherkommen mit den Angriffen. Aber anscheinend, ich weiß nicht, wann sie es gefixt haben, aber ich skippe mal so ein ganz klein bisschen durch. Und die Kämpfe sind... okay. Da hat man gesehen, wenn man sich so ein bisschen durchskippt, dann hängt der Kampf immer noch so ein bisschen hinterher. Also das ist noch nicht hundertprozentig so, wie es sein soll. Ja, und weil ich gefühlt irgendwie noch nie in einem meiner Shakes and Fidget Videos einen Gilden-Raid von uns gezeigt habe, ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern, ja, mache ich das heute einfach mal und im Prinzip
so viel gibt es hier halt nicht zu sehen. So, ne? Wir können hier ein bisschen vorspulen, weil es halt, ja, es ist halt eigentlich so immer das Gleiche. Es ist eigentlich auch der Grund, warum ich eigentlich nie so wirklich Raids oder sowas laufen lasse oder Gildenkämpfe. Weil Gildenkämpfe sind bei uns immer sehr einseitig, weil wir halt mit Abstand zurzeit noch die Rang 1 Gilde sind. Und die Gilden-Raids, es ist halt auch immer so das Gleiche, ne? Also es ist halt jetzt nicht großartig spannend so. Wir können mal ein bisschen vorspulen bis zum letzten Gegner. Hier, da komme ich jetzt gleich schon ran. Das können wir uns natürlich auch mal angucken. Als Magier geht das natürlich immer relativ schnell. Da braucht man jetzt nicht unbedingt so großartig skippen. So, nächster Kampfpuppy, hier 493 mittlerweile und danach bin ich dann dran. Und dann kommen hier noch ein paar weitere und ja, im Prinzip die Schwiegermutter zu besiegen. Was war das jetzt? Ich glaube, das war Raid 95 oder so. Ist relativ schwierig, aber ich finde auch mittlerweile die Raids, die, ja, ob man die nun schafft oder nicht, ist jetzt nun mal auch wirklich jetzt dahingestellt. Also es ist jetzt auch nicht so wild irgendwie, weil das bringt halt auch so gut wie gar nichts. So irgendwie, ne? Ja, da komme ich ins Spiel, besiegt einen Gegner, das ist nice. Kriegen wir, ja, kriegen noch einen Crit raus, noch einen Crit vielleicht. Nee, aber einen Hit zumindest noch. Ja, und da war es auch mein Auftritt schon wieder vorbei. Ja, so schnell kann es gehen, wie ein Modellathlet. Ja, und da ist die Schwiegermutter, das ist der Endboss hier und wir haben noch ein paar von uns, aber den werden wir nicht knacken. Ja, wir haben uns ja schon selbst gespoilert. So, skippen noch ein bisschen. Da haben wir nochmal einen Magier, den lassen wir mal durchlaufen. Und ja, selbst der Magier haut nicht wirklich viel Schaden raus. Also an der Schwiegermutter werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen zu knabbern haben, denke ich mal. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da vorbeikommen. Noch ein Magier von uns, aber auch er wird natürlich keine großartige Chance haben. Und Seth, ich glaube, der Level höchste auf unserem Server momentan. Ja, 529. Auch ein Magier, ja. Wird auch natürlich das nicht komplett alleine regeln, ja. Also, ja, aber so habt ihr zumindest mal ein Raid gesehen, so wie es bei uns aussieht jetzt momentan, ja. Wir gucken nochmal, es ist Raid 95 von 150, ja. Also, wir haben noch ein bisschen zu tun, es ist noch nicht vorbei, ja. Das Ganze wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen, denke ich mal, bis wir da irgendwann mal eines Tages mit durch sind. Aber wie gesagt, das, was man da bekommt, ist halt wirklich auch, ja, lächerlich, sag ich mal. Es ist jetzt nicht wirklich, es ist jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt nicht so weit sind, sag ich mal. Und es gibt bestimmt Leute, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben von den ganzen High-Level-Gilden auf, ja, Server 1 oder so, oder was weiß ich, wo ihr euch rumtreibt, bei welchen Raid ihr so momentan seid. Das würde mich mal interessieren, so, dass wir mal gucken, welche Gilde ist da vielleicht am weitesten, welcher Raid ist jetzt momentan der jetzt, ja, oder welche Gilde führt den stärksten Raid an, jetzt so ungefähr. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und ja, wir drehen nochmal kurz am Rad, so, und haben erstmal noch nicht so viel zu tun. Wir haben gleich unsere Stadtwache hier durch, es ist ja noch Gold-Event momentan, zumindest jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme. Das ist auf einem Sonntag passiert, ja. Nicht, dass ihr euch wundert, es ist nicht mehr Gold-Event mittlerweile, jetzt wo ihr das seht. Ja, und ja, auf jeden Fall wieder sehr viele Stats gut gemacht. Ich habe wieder mir einen richtig guten Fail geleistet. Ich habe den ersten Tag am Samstag bin ich wieder an meine Dings rangekommen, an meinen Cap, an 1 Milliarde Gold und ich habe weitergequestet und ich habe nicht gesehen, wann ich an dieses Cap gekommen bin und wie viel Gold ich im Prinzip denn dadurch wieder verschwendet habe. Ja, das kann ich euch nicht sagen, aber ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ja, und deswegen, ja, wir sind ganz gut in der Ehrenhalle. Ich war gestern auf Rang 13. Mehr geht auch momentan nicht. Mit Kampfpippi schlage ich mich immer so ein bisschen hin und her. Ja, zwischen 14 und 13, weil wir von der Ehre her fast genau gleich sind. Und Rang 12 ist dann erst 760k. Ja, also das wird erstmal noch ein bisschen dauern, bis man da hinkommt. Ne?
Außerdem ist das einer aus unserer eigenen Gilde, also könnte ich dann als erstes dann hier den Papa Duff oder den Psycho, Grüße gehen raus, angreifen. Und die sind dann doch noch ein bisschen stärker als ich, ne? Das ist natürlich klar. Also deswegen wird das wahrscheinlich in der Rangliste hier erstmal so ein bisschen stagnieren. So, auf jeden Fall. Weil das ist dann doch ein ganz schöner Sprung hier. Das zu das hier. Das dauert auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und vor allen Dingen, wenn man nur diese zur Auswahl hat, ne? Oder eventuell noch den hier. Ja. Und hier wird es dann nachher auch schon wieder kritisch. Also die zu schlagen, das ist wirklich sehr schwer. Das ist wirklich top of the game, sag ich mal. Aber gut, das ist halt klar. Es ist halt die Top 10 Ehrenhalle, so, gegen die man jetzt hier antritt auf dem Server. Und die zu besiegen ist natürlich nicht so einfach, ne? Gut, das soll es aber gewesen sein zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen was anderes so mit dem Raid auf jeden Fall. Und ja, falls es der Fall sein sollte, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung, einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.